Los hinterher. Herr Hinteregger, Yannick von Steuerung 1, yo, sind Sie der Drahtzieher hinter den mafiösen Aktivitäten von NNO? Kein Kommentar. Und was haben Sie da eigentlich in Ihrer Tasche? Ha? Sie sind die Könige der deutschen League of Legends Szene. NNO. 5 Streamer, die die Herzen der Fans komplett erobert haben. Bis zu 100.000 Zuschauer jubelten ihnen im Prime League Stream gleichzeitig zu. Doch dann das. Auf der Seite nno-skandal.de veröffentlicht Eintracht Spandau-Präsident Knabe neben einer Videobotschaft geheime Ermittlungsakten des ELO-Kriminalamts Spandau. In den letzten Wochen und Monaten hat sich ein Parasit in die deutsche League of Legends Szene eingeschlichen. In diesen Akten werden Vorwürfe gegen das Team rund um Star-Midlaner Frederik Don No Way Hinteregger laut. Die Anschuldigungen reichen von Flammkuchenbetrug über Elo-Boosting bis hin zu vermeintlich gefälschten Identitäten. Es scheint, als hätte wirklich jeder NNO-Spieler Dreck am Stecken. Doch was ist dran an den Vorwürfen? Sind die Akten echt? Und was sagen die Betroffenen dazu? Genau das versuchen wir in diesem Film herauszufinden. Mein Name ist Yannick, das hier ist junger, hipper Digitaljournalismus im 21. Jahrhundert. Das ist Steuerung 1. Wir beginnen mit den Anschuldigungen gegen den Rank-1-Jungler Agorin. In den vorliegenden Dokumenten wird ihm so einiges vorgeworfen. Hier steht drin, er sei geboostet, versuche außerdem den NNO-Spot bei eBay zu verkaufen und würde sich dann auch noch auf Jungle-Spots bei anderen First-Div-Teams bewerben. Also wenn das stimmt, ist das eine ziemlich harte Nummer. 250 € will er für den Spot. Der scheint dringend Kohle zu gebrauchen. Ja, wir haben natürlich auch versucht, mit Agorin da ganz offen drüber zu reden, aber leider wurden alle unsere Interviewanfragen abgelehnt. Wie wäre es, wenn wir dem einfach bei eBay schreiben? Also du meinst einfach als Käufer ausgeben? Mhm. Ja, könnte funktionieren. So, jetzt heißt es warten. So, ich habe jetzt eine Weile mit dem Verkäufer GIFs hin und her geschickt und er hat tatsächlich angebissen. Ja, für heute Abend ist das finale Verkaufsgespräch geplant via Videocall. Damit mich der Verkäufer nicht erkennt, habe ich mir eine falsche Identität zugelegt. Ich gebe mich als angeblicher Investor mit dem Namen Herr Horstwind aus. Hallo, Herr Horstwind. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, mich auch, Herr. Wie war Ihr Name denn eigentlich nochmal? Ich bin Charlie. Charlie Heaton, ja. Ja, Charlie Heaton. Wie der Schauspieler quasi, oder wie? Ja, genau, wie der Schauspieler. Aber ist ja auch egal. Wollen Sie den Spot kaufen? Ganz so einfach wollen wir es dem angeblichen Stranger Things Darsteller nicht machen. Also fragen wir kritisch nach. Ich wüsste allerdings ganz gerne vorher nochmal, woher Sie das Prachtexemplar denn genau haben. Den habe ich gefunden. Gefunden? Sie haben einen First-Div-Slot gefunden? Ja, wollte keiner, aber ist auch egal. Wollen Sie den Spot jetzt oder nicht? An wen soll ich das Geld denn senden? Das wäre noch wichtig für mich. An Charlie Heaton, ist das richtig? Oh, nein. Schicken Sie es am besten gleich per Quid. Die Nummer wäre... Warten Sie kurz, ich schreibe es mit, ja? 013... Die Telefonnummer ist unsere Chance. Mit einem Anruf können wir seine Identität überprüfen. Super. Ich rufe da ganz kurz an. Scammer auf eBay Kleinanzeigen. Das ist überhaupt nicht Ihre Nummer. Wollen Sie mich scammen? Haben Sie den Slot überhaupt? Scheinbar hat er nun Angst, dass wir abspringen. Ich habe den Slot auf jeden Fall. Ich kann Ihnen die Papiere zeigen. Ich hab einen Beweis. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich zeige Ihnen das. So, da sehen Sie es. Als er uns die Besitzurkunde zeigen will, fällt uns etwas auf. Wir haben genug gesehen. Zeit, Agorin zu konfrontieren. Ganz ehrlich, an der Stelle können wir uns dann zu erkennen geben. Wir sind von Steuerung 1. Wir machen freshen YouTube-Journalismus für die jungen Leute da draußen. Und wir sind ihnen auf der Spur. Agorin, also jetzt mal ernsthaft, 200 €, ja? Bist du irgendwie verzweifelt? Hast du Geldsorgen? Bist du bedroht? So günstig? 200 € zu viel? Ich mache das auch für 150. Wenn Sie den Spot für 150 wollen, ich gebe Ihnen den. Hier fließt ja offensichtlich Geld an jemanden namens Mango. Und wir fragen uns natürlich, hat das was mit den Boosting-Vorwürfen zu tun? Also, Mango kenne ich nur als Obst. Willst du jetzt den Spot oder nicht? Also, wir machen zwar immer auf bester Kumpel für jedermann und nahbar und so, aber wir nehmen uns wirklich eigentlich als ernsthafte Journalisten wahr. Einfach aufgelegt. Hat er jetzt wirklich versucht, uns den Slot zu verkaufen? Als wir versuchen, Agorin erneut zu kontaktieren, werden wir auf Discord prompt geblockt.
Doch dann wird die Spur an einer anderen Stelle heiß. Bei uns meldet sich Hildegard B., die in den NNO-Akten als Mitbewohnerin von Prime League-Veteran und Ex-Eintracht-Hausmeister Daniel Brücki Brückmann auftaucht. Wir verabreden uns zu einem Treffen mit Frau B. am Havelufer, nur unweit des Ortes, wo sie der traumatischen Wohnsituation ausgesetzt war. Ja, und dann passierte ja dieses Entsetzliche mit der Hose. Er lief immer ohne Hose rum. Und ich dachte, mein Gott, ist er so senil, ist er so vergesslich, dass er das nicht merkt. Und dann kam er auf mich zu und sagte, also ich weiß schon, dass ich ohne Hose bin, aber ich vergewissere, dass ich wirklich ohne Hose besser last hitten kann. Okay, das ist schon sehr grenzwertig, muss ich sagen. Wirklich wahr. Und das ist noch nicht alles. Er hat so merkwürdige Ausdrucksweisen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hier im TV wirklich sagen darf. Hey, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind sowas wie der Gangster-Rap unter den Journalismusformaten. Bei uns darf man alles sagen. Gut. Er hat denn von seinen Teammates gesprochen, die sind. Und nicht genug damit. Er sprach dann von seinen Gegnern, die wirklich ganz dumme Am Ende haben wir es doch zensiert. Selbst für unsere Street Cred sind diese Begrifflichkeiten eine Nummer zu hart. Und dann kommt noch was ans Tageslicht, was nicht mal in den Akten stand. Und dann hat er immer nach meiner Katze getreten und hat sie Yumi genannt. Dabei heißt sie doch Minka. Diese Vorwürfe bestürzen uns so sehr, dass wir sofort an Ort und Stelle beschließen, sie zu überprüfen. Mittlerweile wurde Brücki aus dem Seniorenheim rausgeworfen und wohnt in einer neuen Wohnung. So, wir sind jetzt bei Brückis Wohnung angekommen. Da oben wohnt er. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil das letzte Mal, als ich bei ihm war, ist es nicht so gut für ihn ausgegangen. Aber wir probieren jetzt einfach trotzdem, würde ich sagen. Hört ihr das? Krass. Ach, du Scheiße. Was ist jetzt los? Jo, Brücki, altes Haus. Jannik von Steuerung 1, jo. Oh, Fuck. Was war das denn? Der hatte wirklich keine Hose an. Kurz hatten wir echt Angst um unser Leben. Aber das ist eben echter Gonzo-Journalismus auf YouTube. Das ist das Leben eines Steuerung 1-Reporters. Nachdem wir die Exkremente aus unseren Unterhosen gewaschen haben, verlagern wir unsere Recherche wieder ins Internet. So, jetzt knöpfen wir uns Tolkien vor. Der ist bei seiner Community unfassbar beliebt und scheinbar auch eine richtige Backdoor-Maschine. Von angeblichen Videobeweisen lassen wir uns aber nicht ablenken. Laut der Akten wurde NNO-Toplaner Tolkien während der entscheidenden Partien der Relegation durch niemand Geringeren als Midlane-Ikone und LoL-Legende XPK ausgetauscht. Das wollen wir überprüfen. Ja, XPK wäre bereit zu FaceTime. Geil, oder? Brauchen wir da nicht einen Dolmetscher oder sowas? Nee, ich war schon 4-mal im Bierkönig. Spanisch ist überhaupt kein Problem für mich. Na gut. Und weil ein gestandener E-Sport-Journalist wie ich Legenden wie XPK natürlich persönlich kennt, rufen wir einfach an. Hey, XPK, altes Haus, was läuft bei dir? ¿Dónde está la biblioteca? Buenas, Dani. Estoy genial, gracias. Bueno, ya sabes, haciendo un poco lo de siempre. Un par de backdoors por aquí, consiguiendo un poco de elo por allá. Ya sabes cómo van las cosas. Ja, sí, vamos a la playa. Wurde Tolkien gebencht und du hast ihn ersetzt? Ah, sí, claro, Tolkien, el jubilado ese. No conseguiré unos backdoors tan guapos. O sea, es que, miradlo. Encima, ¿os habéis enterado de que no ha escrito los libros del Señor de los Anillos? Ja, interesante, muy bonito, me gustas tú. A ver, sí, los rumores son ciertos. Durante las partidas creo que se veía unos animes o así, pero jugar, jugaba yo. Ja, unglaublich, er bestätigt alle Vorwürfe. Tolkien wurde von ihm tatsächlich ersetzt. Aber Tolkien ist nicht der einzige NNO-Spieler, der sich hinter etwas versteckt. Den angeblichen Support-Spieler Kani hat wohl noch nie jemand gesehen. Den Akten zufolge agiert er unter einer falschen Identität. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ich meine, Online-Recherche ist unser Ding. Wir sind bekannt dafür, konzentriert vor Bildschirmen zu stehen und wir haben trotzdem nichts gefunden. Also haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt mal auf die Straße und recherchieren oldschool. Spandau ist schließlich der Austragungsort der Prime League. Irgendjemand muss ihn hier ja mal gesehen haben. Kennen Sie diesen Herrn? Haben Sie den schon mal gesehen? Nee, der soll Kernus heißen.
Das habe ich noch nie gehört und nie gesehen. Haben Sie schon mal gehört? Kranos soll der heißen? Haben Sie noch nie gesehen? Nie gesehen. Nee, bist du? Nee, der soll Kratos heißen. Haben Sie schon mal was von dem gehört? Nee. Obwohl wir unsere Befragung haargenau auf das Alter der NNO-Zielgruppe zuschneiden, scheint am Ende niemand was zu wissen. Kratos bleibt ein Phantom. Die Recherche neigt sich dem Ende zu. Wir konnten die Vorwürfe gegen Agorin, Bröki und Tolkien und hier den, wie heißt der, Kanic, der Supportspieler von NNO, eigentlich bisher alle bestätigen, aber der wichtigste Name fehlt uns noch. Star-Midlaner Frederick Don No Way Hinteregger soll der Strippenzieher hinter der NNO-Verschwörung sein. Quasi sowas wie der Pate hinter den mafiösen Aktivitäten des Teams. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Bisher war das ja alles noch im Rahmen, aber bei No Way werden die Anschuldigungen richtig ernst. Oder so sind Flammkuchen sogar fertig kaufen, ne? Absolut. Hier sind ein paar Auszüge aus dem Familienrezept. Natriumascorbat, Rosmarinextrakt, Dextrose, Kaliumnitrat, Natriumnitrit. Kann Spuren von Fisch enthalten. Widerlich. Bisher war es uns fast immer möglich, die Beschuldigten ausfindig zu machen. Doch bei No Way wird die Spur urplötzlich kalt. Ist hoffnungslos. Der streamt sogar ohne Kamera, um nicht entdeckt zu werden. Der Mann ist quasi ein Phantom. Naja gut, sollen wir dann vielleicht immer Mittagspause machen und nach der Pause weitersuchen? Ja, meinetwegen. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, was das Schicksal für uns bereithält. Hey, Alter, unglaublich. Wir sind gerade auf dem Weg zum Mittagessen, wollen uns beim Discounter was holen und dann läuft uns einfach No Way über den Weg. Sicher, dass er das war? Ja, 100%. Der passt genau auf die Beschreibung. Und jetzt? Ja, der muss ja auch wieder rauskommen. Ne? Der hat den Hintereingang benutzt, weil offensichtlich will er nicht gesehen werden. Ich würde sagen, wir verstecken uns einfach. Komm. Während No Way im Supermarkt verschwunden ist, legen wir uns auf die Lauer. Das ist er, oder? Das ist No Way. Das ist wirklich No Way. Komm hinterher, los. Herr Hinteregger, Yannick von Steuerung 1, yo, sind Sie der Drahtzieher hinter den mafiösen Aktivitäten von NNO? Nein? Und was ist denn das dann bitte? Da in Ihrer Tasche. Haben Sie da irgendwas versteckt? Zum Beispiel gekauften Flammkuchen oder sowas? Lassen Sie mich in Ruhe! Mit Ihrer Scheiße! Fuck. Oh. Fuck. Alles okay? Ja, ist gut. Nichts passiert. Aber wir haben ihn. Das ist der Beweis. Zu Beginn der Recherche hatten wir ja so unsere Zweifel, ob wirklich etwas hinter den Anschuldigungen steckt. Immerhin kamen sie offensichtlich aus Richtung Eintracht Spandau, quasi einem Konkurrenten von NNO. Aber auch jetzt, nachdem sich immer mehr davon bewahrheitet hat und die Beweise immer belastender geworden sind, bleiben einige Fragen offen. Wie konnte sich die deutsche LoL-Szene so lange blenden lassen? Ist der Zuschauerrekord so überhaupt noch gültig? Und leben wir alle etwa eine Lüge? Aber egal, wie viel wir uns vor unseren Bildschirmen bei der Online-Recherche abfilmen, einige Fragen werden wir wohl nie beantworten können. Also, ist ja widerlich. Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir.